Nach Luxus aussehen und Komplimente bekommen. Wer möchte das ja nicht? Das geht und das sogar günstiger als du denkst. Es liegt einfach nur daran, wie du dein Outfit kombinierst. Und deswegen kommen heute nützliche Tipps und paar Regeln. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Mira und bei mir findest du Modetrends, Modetipps und jede Menge Tücher-Tutorials. Und heute geht es darum, wie wir ein bisschen eleganter wirken, wie wir unsere Kleidung eleganter stylen, mit jede Menge Tipps und Fashion-Inspo. Es gibt Frauen, die sehen immer gut aus. Sie sehen schick, elegant und stilsicher aus. Und das ohne die neuesten Trends zu tragen. Es liegt einfach daran, weil sie ihre Outfits gekonnt kombinieren. Und ich fange direkt mit Farben an. Am besten setze auf neutrale Farben, wie zum Beispiel schwarz, weiß, beige, grau oder dunkelblau. Was nicht heißen soll, du sollst nicht deine Lieblingsfarben tragen. Wenn du gerne rot trägst, weil dir rot schmeichelt und du immer gut aussiehst, sollst du ja auch in deiner Garderobe rote Farbe behalten. Ich werde dennoch bei der Regel nicht mehr als 3 Farben bleiben, denn sonst kann das Outfit zu überladen wirken. Was nicht heißen soll, dass du auf bunte Kleidung verzichten solltest, aber da wir uns jetzt gerade bei dem Thema befinden, eleganter und stilvoller kleiden, werde ich wirklich maximal 3 Farben anziehen. Auch monochrome Looks sind total angesagt und das auch schon seit ein paar Jahren. Damit wir nicht zu langweilig oder zu monoton wirken, kann man sehr gut mit Accessoires arbeiten. Beliebte Farbe war seit Jahren und ist immer noch zum Beispiel schwarz. Damit das nicht zu traurig wirkt, kann man wirklich gut mit Accessoires arbeiten. Dann kannst du ja einen bunten Schal oder bunten Tuch, Tasche oder Schuhe nehmen. Also irgendetwas mit so ein bisschen Farbe, damit das zu einem Eyecatcher wirkt. Auch bei Grau muss man aufpassen, weil da kann man tatsächlich sehr schnell blass wirken, gerade wenn man helle Haare hat, helle Haut. Auch hier müsste man wirklich mit Accessoires arbeiten, vielleicht etwa so ums Gesicht, ein Tuch oder vielleicht ein Mantel, der so ein bisschen Farbe bringt. Also auch bei Beige, wie gesagt, muss man ein bisschen aufpassen, aber auch diese monotone bzw. monochrome Beige-Outfits können sehr edel wirken. Bei dem Thema nicht mehr als 3 Farben, da sind wir im Grunde genommen auf diesem Minimaltrip. Und das ist tatsächlich so. Bei eleganten und stilvollen Outfits sollte man schon die Regeln auch befolgen, weniger ist mehr. Also das heißt, wenn du Accessoires trägst wie Tücher, musst du nicht unbedingt noch so großartige Ohrringe bzw. zu viel Schmuck tragen. Also wirklich auf diese clean und simple Outfits setzen, denn da siehst du auf jeden Fall viel edler und viel eleganter aus. Auch bei den Schnitten bleiben wir clean, also klassische Schnitte. Gute Passform ist natürlich das Allerwichtigste. Jetzt gerade sind weite Hosen total angesagt. Ich würde auch eine Anzughose empfehlen, weil die kannst du jetzt nicht nur diesen Herbst tragen, die kannst du über Jahre tragen. Wir reden auch nicht unbedingt von einer Stoffhose. Es gibt mittlerweile so schöne Jeansformen bzw. weite Jeans. Auch die können sehr gut und sehr schick ausschauen. Also Jeans mit geraden Beinen lassen sich in edlen bzw. mit eleganten Looks sehr gut kombinieren. Welche Kleidung soll man denn am besten im Schrank haben, damit man sie gut stylen kann? Das wären ebenso wie erwähnt Hosen mit weiten Beinen bzw. mit geraden geschnittenen Beinen, weil die erstmal sie schmeicheln, sie machen sehr gute Figur, sie lassen sich sehr gut kombinieren in sportliche wie auch in elegante Outfits und außerdem Mäntel. Natürlich, ein Trenchcoat für den Übergang ist ein Must-have, weil du kannst den ja immer wieder gut kombinieren und bei den Trenchcoat, bei den Formen, bei den Schnitten ändert sich im Grunde genommen gar nichts. Also das heißt, wenn du dir einen Trenchcoat gekauft hast, kannst du den über Jahre auch anziehen. Und bei dem Mäntel ein Wollmantel, denn die tragen wir schon mal jetzt ein paar Jahre und die werden uns noch mal erhalten bleiben. Was noch in deinem Schrank nicht fehlen darf, ist ein Bläser.
Und da sind wir schon wieder bei der Oversize-Form. Einfach mal schauen, dass der nicht zu weit geschnitten ist, dass der nicht zu lang ist. Somit hast du ja auch über Jahre Freude mit deinem Bläser, weil du den immer wieder kombinieren kannst. Es gibt natürlich auch Frauen, die tragen gar keine Bläser, weil das für die nicht passt, weil das zu viel ist, weil die das vom Beruf her gar nicht mehr brauchen und die sind eher sportlich gestrickt. Da würde ich mal sagen, einfach mal einen schönen Cardigan. Cardigans sind total angesagt diesen Herbst. Man kann sie ja in jeglichen Längen, jeglichen Formen und Farben kaufen. Jetzt komme ich zum Thema Muster. Welche Muster sind für den eleganten Look geeignet und welche weniger? Da werde ich schon zum Beispiel sagen, Animalmuster, das ist eben Trend des Jahres, obwohl das kommt immer wieder. Da werde ich ja Finger von lassen. Also nicht, dass ich jetzt nicht der großartige Fan von dem Muster bin, aber Animalprint bzw. Leo-Print, was jetzt total angesagt ist, möchte auch gekonnt kombiniert werden, sonst kann es recht schnell billig wirken. Wenn du da eher unerfahren bist oder wenn du auf einer sicheren Seite sein möchtest, werde ich tatsächlich von Leo weggehen. Und außerdem, ich möchte dir ein paar Tipps geben für Sachen, die du in deinem Schrank länger halten kannst und immer wieder kombinieren kannst. Und Animalprint zwar kommt immer wieder, aber kann sein, dass wir nächstes Jahr schon mal keine Tiere tragen. Auf welche Muster kannst du ruhig setzen, weil die immer wieder da sind? Da sind zum Beispiel Streifen. Also Streifen kommen nicht, dass die nur jedes Jahr kommen, die kommen auch jede Saison. Im Sommer ist das Maritim-Look, im Herbst tragen wir mal Pullis mit Streifen. Also kaum ein Muster ist so beliebt und so oft getragen von so vielen wie Streifen. Auch Karo ist ein Muster, was man auch elegant tragen kann. Da sind wir ja schon zum Beispiel bei Thema Brit Chic. Gerade im Herbst würde ich mal vorschlagen, du kannst ja gerne Anzüge in Karo-Muster tragen, Mäntel. Gerade ein Mantel in Karo, wenn du dir den einmal gekauft hast, kannst du dann ja auch, wenn nicht jedes Jahr, dann mindestens alle paar Jahre immer anziehen. Also Karo ist auch ein Muster, was man auch öfter tragen kann. Es soll aber auch nicht heißen, wenn ich mich elegant kleiden möchte, dass ich auf Trends verzichten sollte. Auch unter den Trends gibt es so viele schöne Sachen und außerdem Mode soll ja auch Spaß machen. Es gibt vielleicht nur einige Sachen, wo man abwägen muss, okay, wird das noch nächstes Jahr modern sein? Steht mir das überhaupt? Passt das zu mir? Und was natürlich in keinem Schrank fehlen darf, sind Accessoires. Und hier kannst du auf jeden Fall investieren und zulegen. Gerade jetzt im Herbst und Winter tragen wir Schals, tragen wir Tücher, Mützen, Handschuhe, eine schöne Tasche. Und gerade wenn du monochrome Styles liebst, bist du mit Accessoires auf der guten Seite, weil die bringen ein bisschen Farbe in dein Outfit, sie peppen dein Outfit auch ein bisschen auf. Also auf Accessoires kannst du auf jeden Fall setzen, weil die machen jedes Outfit noch schöner. Und auch ich, damit ich heute nie so dunkel wirke, ich trage die angesagte Farbe Olivgrün und hier eine schöne auffällige Halskette, damit das so ein Eyecatcher ist. Ich habe jetzt eine Hose an, wo zum Beispiel keine Schlaufen wie einem Gürtel ist. Möchtest du ein bisschen Halt haben oder die Mitte betonen, du kannst das ja natürlich ruhig mit einem Schal bzw. mit einem Halstuch machen. Ich werde dir hier nochmal zeigen, wie du so ein Halstuch zu einem Gürtel machen kannst. Ansonsten, ich verweise dich zu einem Video, wo ich dann mehrere Stylings zeige. Bitte nicht darauf achten, ich verwende hier einmal einen Ring aus Silber, die Halskette ist aus Gold. Eine elegante Frau hätte das ja nie im Leben gemacht, aber es ist einfach nur, um euch zu zeigen, was man aus einem Halstuch machen kann, wie man einen Gürtel ersetzen kann oder wenn du keine Möglichkeit hast, weil du keine Schlaufen in der Hose hast, wie du trotzdem nochmal für ein bisschen Halt sorgen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst.
Lass mir in den Kommentaren wissen, wie findest du das Video, ob das was für dich ist, ob du eher elegant oder eher sportlich unterwegs bist. Da bin ich ja schon mal gespannt drauf. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, kannst du mich gerne abonnieren und wir sehen uns demnächst wieder.